In den nächsten 2 Folgen nehme ich euch mit auf die romantische Straße. Als während Corona so ziemlich jede Grenze geschlossen war, haben wir beschlossen, die wahrscheinlich bekannteste deutsche Straße zu fahren. Wir starten in Wolfsburg mit einigen Schwierigkeiten und fahren über Thüringen und Würzburg in ein völlig leergefegtes Rothenburg ob der Tauber. Viel Spaß! Der total durchwachsene Mai hat mich zum Beginn der Tour noch bewogen, mir Heizgriffe an die Africa Twin zu schrauben. Nachdem man leider dafür das halbe Motorrad auseinanderbauen muss, schaffe ich es gerade noch einen Tag vor geplanter Abreise, alles wieder zusammenzubauen. Nachdem wir das Gepäck vollständig verschnürt haben, müssen wir feststellen, dass Annikas Motorrad nicht anspringt. Auch Anschieben hilft nicht und wir legen die Batterie frei und brücken das Motorrad provisorisch. Führt uns unser erster Stop zum Podo in Braunschweig, um eine neue Batterie zu besorgen. Nachdem das erledigt ist, starten wir auf die eigentliche Tour und es bleibt sogar noch genug Zeit, um schön am Harz entlang bis an die niedersächsisch-thüringische Grenze zu fahren. Am folgenden Tag fahren wir erst nur eine kurze Strecke, um uns das Grenzlandmuseum in Eichsfeld anzusehen, bevor wir auf schönsten Straßen unsere Reise ins thüringische Meiningen fortsetzen. Die Öffnungszeiten der historischen Gebäude sind pandemiebedingt noch recht eingeschränkt und so strummern wir noch etwas durch die Stadt, deren Kirche hier schon seit dem Jahr 1000 nach Christus steht. Die 26.000 Einwohnerstadt beherbergt außerdem noch das Schloss Elisabethenburg. Der Bau ist heute ein Museum, das wir, wie schon gesagt, nicht mehr besichtigen können.
bestem Wetter machen wir uns am folgenden Tag auch nach Würzburg. Über die fahrtechnisch schönsten Straßen dieser Reise erreichen wir die kleine Metropole am Main. Die Stadt mit ihren 130.000 Einwohnern ist trotz Corona erstaunlich lebendig. Es mag vielleicht nur am guten Wetter mit über 30 Grad liegen, aber hier haben wir das erste Mal das Gefühl, so richtig im Urlaub zu sein. Wir besichtigen noch das Würzburger Neumünster und die Residenz, bevor wir uns auf der alten Mainbrücke, die hier seit dem 15. Jahrhundert steht, erst zu einem Wein und dann zum Spargelessen mit Blick auf die Feste Marienberg niederlassen. Beschwingt vom Sommer fahren wir am nächsten Tag auf die Strecke, die der ganze Grund dieser Reise ist: die Romantische Straße. Wir fahren über Wertheim durch Franken, bevor wir nach einem kurzen Mittagessen Tauberbischofsheim erreichen. So viele Städte, die jetzt folgen, begeistert die kleine Stadt vor allem mit ihrer mittelalterlichen Kulisse. Mit 13.000 Einwohnern, fast niedlich, verfügt sie dennoch über die beeindruckende St. Martinskirche. Weiter die Romantische Straße entlang durchqueren wir mit kurzen Stops immer wieder kleine Städte mit faszinierend historischen Gebäuden, bevor wir am Nachmittag die Stadt an der Romantischen Straße erreichen: Rothenburg ob der Tauber. Da uns niemand aufhält, fahren wir direkt mal eine kleine Runde durch den historischen Stadtkern, bevor wir im Gasthof zur Linde durch Zufall ein ehemaliges Tourenfahrerhotel finden und dementsprechend begeistert vom Wirt empfangen werden. Ganz anders als in Würzburg merkt man hier die Corona-Situation noch deutlich. Viele Hotels haben gar nicht erst geöffnet, die meisten Läden und Restaurants in der Innenstadt sind noch geschlossen. Umso schöner ist es aber, die Stadt zu erkunden, ohne dass sich Massen von Touristen durch die kleinen Gassen schieben. Wir genießen es auf jeden Fall in vollen Zügen. Die Stadt selbst hat nur 13.000 Einwohner und wie alle Städte entlang der Romanischen Straße liegt ihre Gründung irgendwo im 10. oder 11. Jahrhundert nach Christus. Das war Teil 1 der Romantischen Straße. Wenn es euch gefallen hat, like und subscribe. Wir sehen uns nächste Woche zu Teil 2. Ciao.